Hi Leute, was geht ab? Heute zeige ich euch, wie wir den Köhlegrill abnehmen, ohne die Stoßstange zu entfernen. Als ersten Schritt entfernen wir hier die Spreiznieten, und zwar ist das hier 1, 2, 3, 4, 5 und den in der Mitte, Nummer 6. Dazu brauchen wir nur hier so einen Schlitzschraubendreher, drücken hier leicht rein und können das dann ganz leicht entfernen. Jetzt können wir diese Abdeckung entfernen. Das geht ganz leicht. Einmal, zweimal auf der Seite und den Luftansaugstutzen in unsere Richtung rausdrehen. So, jetzt haben wir den auch draußen. Legen wir den hier ab. Und um besser hier arbeiten zu können, haben wir hier noch jeweils 2 Spreiznieten. Auch die können wir entfernen, muss aber nicht, je nachdem, wie ihr da arbeiten möchtet. Dann können wir auch diese Abdeckung hier entfernen. Ja, hier ist noch eine. So, um uns jetzt noch mehr Platz verschaffen zu können, haben wir hier nochmal 6 Schrauben. Die können wir auch entfernen, aber wie gesagt, das müsst ihr dann entscheiden, ob ihr dann hier mit euren Händen arbeiten könnt. Also ich werde die auch entfernen, damit ich noch leichter drankomme. So, als nächsten Schritt haben wir jeweils unten 4 Haltenasen auf jeder Seite. Die habe ich hier mit einem Kreide markiert. Da müssen wir die Haltenase dann hier einmal im Gegendruck reindrücken und dann kommt sie schon raus. Beim ersten Mal war es halt sehr schwer, da braucht auf jeden Fall Geduld und nicht aufgeben und vorsichtig natürlich das Ganze angehen. Auf der anderen Seite ebenfalls. Nur die jeweils markiert sind. Unten ist es leichter und oben zeige ich euch jetzt nochmal. Und auf der oberen Seite, jetzt seht ihr auch den Grund, warum ich hier die Schrauben abgemacht habe, kann ich hier etwas aufziehen und auch dort ganz außen ist eins, auch hier ist mit Kreide markiert, außen, dann ist da das nächste, ja, 4 Stück auf jeder Seite, genau wie unten. Jetzt seht ihr mal, ich bin jetzt in der Mitte und auf der anderen Seite genau das gleiche. Das, was mit Kreide markiert ist, könnt ihr da reindrücken. Und ganz außen auf die Seite. Ich zeige euch mal ein Beispiel von der Außenseite. Hier die Klammer muss nach oben gedrückt werden und dann nach außen drücken. Ihr könnt versuchen mit dem Daumen das Blechteil hier reinzudrücken und währenddessen dann die Nase hoch und dann nach außen. Das ist halt ein bisschen Fummelei, aber es funktioniert auf jeden Fall. So, machen wir weiter. Nase rein und nach außen. So, beim nächsten. So. Und so weiter. So.
gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Und unten ist es viel einfacher als oben. Deswegen möchte ich jetzt unten nicht unbedingt aufnehmen, weil das sehr schwer ist. So, wenn ihr alle Nasen entfernt habt, könnt ihr dann nur den Grill abnehmen, komplett von der Seite. Ja, wir haben hier noch an der Seite noch so eine kleine Haltenase. Das Chromteil lässt sich dann etwas mit Fingerspitzengefühl entfernen. Ihr könnt es dann ebenfalls mit Sprühfolie lackieren. So, wir bauen wieder alles in umgekehrter Reihenfolge zusammen. Gestern saß ich hier knapp 3 Stunden dran, weil ich versucht hatte, weitere Haltenasen reinzudrücken. Dabei waren es ja nur 8 oben und 8 unten, jeweils nicht vergessen, 4 Stück auf jeder Seite. Und ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video geholfen, Zeit zu sparen. Bei Fragen nicht zögern, gerne kommentieren. Und um auf den Laufenden zu bleiben, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen und lasst ein Like da. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.